It's Karfreitag today, but I've been calling it Karstadt-Freitag for the last few years, but now I know. I'd like to tell you a story Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. about a little boy. He was about 4 years old. Ein kleiner Junge, ungefähr 4 Jahre alt. If you know David and Lena here in the church, it's about the age of their little boy, Jonny. Also wenn ihr David und Lena kennt, ist ungefähr das Alter von Jonny. This little boy, he had finally graduated from using a Laufrad to having a proper bicycle with the Stützräder. Und er ist also aufgestiegen von seinem bisherigen Laufrad zu einem richtigen Fahrrad mit Stützrädern. He was really proud of himself and it was the joy of his life. Und er war sowas von stolz und es war echt eine große Freude in seinem Leben. Whenever it wasn't raining, he would be outside on the driveway, back and forth, cycling on his bicycle. Und sobald es einfach trocken war draußen, es nicht regnete, dann war er auch draußen und konnte einfach die Einfahrt rauf und runter fahren mit seinem Fahrrad. Now, the only downside was that he had a next-door neighbor and they had a little girl about the same age. Und das einzige Problem, das er hatte, war, dass eben die Nachbarn ein Mädchen in dem gleichen Alter hatten. And whenever she would see him on the bicycle, she wanted to turn too. Und jedes Mal, wenn er also draußen war und sie ihn da Fahrrad fahren sah, wollte sie auch mal. She only had the Laufrad. Aber sie hatte halt nur ein Laufrad. Now, because the mummies wanted to encourage sharing, Und nur wie die Mütter so sind, wollen sie das ja natürlich dann den Kindern beibringen und sie ermutigen dazu zu teilen. they would always insist he had to let her have a go too. Und dann haben sie immer darauf bestanden, dass der Junge auch das Mädchen mal fahren lässt. He found this so annoying. Und das fand er so doof. How annoying is this? Every time I have to share with this little girl. Wie blöd, dass ich jedes Mal mit diesem Nachbarsmädchen teilen muss. And he thought to himself, what can I do that I don't have to share with this little girl anymore? Und dann hat er sich Gedanken gemacht und überlegt, was kann ich nur tun, damit ich nicht mit diesem Mädchen das Fahrrad teilen muss. He had a genius idea. Und dann kam ihm eine geniale Idee. If I learn to ride my bicycle without the Stützräder, then she can't borrow it anymore. Und wenn ich also es lerne, ohne Stützräder Fahrrad zu fahren, dann kann sie die Stützräder ausleihen. He was determined. Und er war entschlossen. So he went to his father and asked, can you take the Stützräder off? Und dann ging er also zu seinem Vater und sagte, Papa, kannst du bitte die Stützräder abmachen? Well, you can imagine, can't you? He gets on his bike, he falls off. Und dann kannst du ja vorstellen, was passiert ist. Er steigt aufs Fahrrad, kippt um. He does it again, gets back on, falls off. Also nochmal, steigt wieder drauf, er kippt wieder um. But eventually, he taught himself how to cycle. Am Ende aber hat er sich selbst beigebracht, Fahrrad zu fahren. Now he doesn't have to share with the neighbor. Und nun muss er nicht mehr mit dem Nachbarsmädchen teilen. Success. Erfolg! Now that little boy, he actually grew up to be Jens, the man I married. Und dieser kleine Junge ist aufgewachsen und ist jetzt der Mann, mit dem ich verheiratet bin. He does share now. Und inzwischen teilt er auch. But he showed determination. Aber er hat einfach diese Entschlossenheit gezeigt. Now, in this particular example, I think the motivations were perhaps not the purest. Nun, in diesem bestimmten Beispiel gerade war die Motivation vielleicht nicht unbedingt die reinste. But normally, when people show determination, there's something about it that inspires us. Aber normalerweise, wenn Menschen solche Entschlossenheit an den Tag legen, dann ist da auch was drin, was uns inspiriert. It's a quality that we kind of admire. Und das ist so eine Qualität, die wir auch bewundern. The absolute best films have a character who starts off at the beginning totally weak. He has to overcome obstacles to get his goal. Und die besten Filme, die wir anschauen, die fangen immer mit irgendeiner Rolle an. Ein Mensch, der ganz schwach ist am Anfang und dann sich diesen Widerständen und Herausforderungen stellt und am Ende wirklich auch was gewinnt. And in real life, it's also the case. Und das ist auch im echten Leben so. Most people who have been very successful, they've had to push through obstacles, weaknesses in order to reach their goal. Und viele Menschen, die erfolgreich geworden sind, die mussten wirklich schwierige Umstände auch überwinden. They've had to show determination. Sie brauchen diese Entschlossenheit. The classic example is someone like Thomas Edison, who invented the light bulb. Ein ganz bekanntes Beispiel ist natürlich der Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat.
It took 10,000 failed attempts before he discovered how to make a light bulb. Er hat ungefähr 10.000 Mal daneben gelegen, bevor es dann am Ende geklappt hat. But he showed determination. He pushed through. Aber er hat mit Entschlossenheit dieses Ziel verfolgt. And it's the same in the Bible. We see heroes of our faith who have demonstrated determination. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir Glaubenshelden, die wirklich das Ziel erreicht haben aufgrund ihrer Entschlossenheit. One of my favorite stories is about Jacob. Und eine dieser Geschichten, die mir besonders gut gefällt, ist die von Jakob. He's kind of a weak guy, Er ist irgendwie so ein bisschen schwächlich, bit of a mummy's boy. so ein bisschen das Muttersöhnchen. He steals the birthright and runs away. Also er klaut sich das Erstgeburtsrecht und dann haut er ab. Now he's coming back to face his brother and he needs the blessing of God. Und nun kommt er also zurück, um seinem Bruder zu begegnen und er braucht den Segen Gottes. And the Bible tells us that he wrestled with God. Und in der Bibel lesen wir ja, dass Jakob mit dem Herrn gerungen hat. He said, I will not let you go until you bless me. Und ich werde dich nicht loslassen, es sei denn, du segnest He was mich. determined. Er war entschlossen. I will receive a blessing from God. Ich werde den Segen des Herrn empfangen. Same with the story of David. Das gleiche auch bei David. Here's this young boy. He goes down to the battlefield to take sandwiches for his brothers. Und da ist dieser kleine Junge, der ein paar belegte Brote seinen Brüdern bringt, die gerade in der Schlacht sind. And he sees this giant mocking the people of God. Und er sieht diesen Riesen, der das Volk Gottes verspottet. And he can't believe it. How dare this Philistine mock the people of the Most High God? Und er konnte es nicht fassen. Wie kommt denn dieser Typ dazu, das Volk des höchsten Gottes so zu verspotten? Das konnte er gar nicht begreifen. And he's determined that's not going to continue. Und er ist entschlossen, hey, so wird es hier nicht weitergehen. I'll fight him. Ich werde gegen ihn kämpfen. And off he goes with his little slingshot and he takes him down. Und dann geht er los mit seiner kleinen Steinschleuder und er bringt den Riesen zu Boden. Now Jesus also showed determination. Und Jesus zeigte genauso Entschlossenheit. His was slightly different though. Bei ihm war es ein bisschen anders. He wasn't trying to achieve great things, although he did. Er hat nicht versucht, großartige Dinge zu erreichen, obwohl er am Ende natürlich genau das tat. He wasn't trying to be famous, although wherever he went, he had crowds following him. Er hat nicht versucht, bekannt und berühmt zu werden, obwohl überall, wo er hinkam, folgten ihm die Mengen. Jesus was determined to die. Jesus war entschlossen zu sterben. In Luke 9 and verse 51, the translation's on the slide. In Lukas 1, Vers 51, die Übersetzung steht hier: Als der von Gott bestimmte Zeitpunkt näher rückte, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, fasste er fest in den Blick, was auf ihn zukam und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. He resolutely set out for Jerusalem. Er war entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Up until then, he'd had a fairly successful ministry. Also bis dahin hatte er eigentlich einen ziemlich erfolgreichen Dienst. Sure, he had enemies, Klar, er hatte auch Feinde, but wherever he went, the people followed him. aber überall, wo er hinkam, folgten ihm die Leute. You can almost imagine, can't you? It says he set his face towards Jerusalem. Und du kannst dir das regelrecht vorstellen, wenn da steht, also er richtete sein Gesicht Richtung Jerusalem. It's like taking a deep breath. Okay, let's do it. Also er holt so tief Luft und dreht sich um und meint, alright, jetzt gehen wir los. Because Jesus had a different agenda from the people around him. Denn Jesus hatte andere Pläne als die Menschen um ihn herum. The crowds that were following him, they loved him. He brought healing and life. Ja, die Menschen, die um ihn herum waren, die liebten ihn, weil er einfach Heilung brachte und Leben. Even the disciples had a different agenda. Und selbst die Jünger hatten zum Teil andere Pläne. We heard on Sunday, Bert was saying that Peter had said to the Lord, you can't suffer. Jesus had been very clear, but Peter didn't want to hear it. Ja, wie Bernd zum Beispiel vergangenen Sonntag sagte hier, dass Petrus meinte zu Jesus, nee, Jesus, du darfst doch wohl nicht leiden. Und Jesus sagte, doch, das ist genau mein Weg. Because the disciples had high hopes for Jesus. Ja, die Jünger, die hatten große Pläne mit Jesus. He was going to bring in the kingdom of God. Er sollte doch das Königreich Gottes bringen. He was going to free them from Roman tyranny. Und er sollte sie frei machen von der Bedrängnis, der Tyrannei der Römer.
They wanted the adventure. Sie wollten das Abenteuer. I'm the greatest. No, I'm the greatest. Ich bin der Größte. Nein, ich bin der Größte. But Jesus knew what was in front of him. Aber Jesus wusste, was vor ihm lag. He knew what the cross meant. Und er wusste, worum es beim Kreuz ging. And the thing is, we can kind of forget. Und das Problem ist, dass wir das manchmal vergessen. I don't know if you can see this, but I'm wearing a cross necklace this morning. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich trage hier so ein kleines Kreuz am Halskettchen. Borrowed from my daughter. Habe ich mir von meiner Tochter ausgeliehen. Perhaps you've got one on too. I know quite a lot of people wear crosses. Vielleicht habt ihr sowas auch um den Hals. The image of the cross, it's quite common, isn't it? We see it all around us. Ist ja relativ verbreitet. Viele haben Kreuze am Hals oder man sieht Kreuze immer wieder auch. We've got one here behind us. Wir haben hier eins. But this is a little bit different from what Jesus was walking towards. Aber das ist so ein bisschen, das unterscheidet sich von dem, was Jesus erlebt hat. Because this is clean. Weil dieses Kreuz hier ist sauber. It's sanitized. Es ist hygienisch. This necklace is glittery. Und dieses Kreuz hier am Hals, es glänzt. Whereas the cross that Jesus was walking towards was full of suffering. Aber das Kreuz, auf das Jesus zuging, das war voller Leiden. I wonder, has anybody here seen the film Passion of the Christ? Hat jemand hier schon mal den Film Die Passion Christi geschaut? I remember watching this film with a few friends of mine. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir das mit Freunden geschaut haben. We'd gone to the cinema, the film was playing, and there was just tears streaming down my face. Und wir sind also ins Kino und der Film lief und einfach bei mir liefen so die Tränen runter. Because the realization, I think, of the suffering that Jesus went through, it really hit me. Weil diese Wahrnehmung für die Realität, die Jesus dadurch litten hat, die hat mich einfach völlig umgehauen. And I think sometimes it's easy to miss that. Und manchmal vergessen wir das, verpassen den Punkt. I grew up in a Christian home. My parents have been pastors for many years. Und ich bin christlich aufgewachsen. Meine Eltern waren Pastoren für viele Jahre. And it was normal, they would come into my room at night and we would pray together. Und es war ganz normal, dass sie dann abends zu mir ins Zimmer kamen und wir haben zusammen gebetet. And my prayer most evenings was, thank you, Jesus, for dying on the cross for me to take away my sin. Und mein Gebet war immer, ach danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, um meine Sünde wegzunehmen. Not that there's anything wrong with that, that's a Es great ist prayer. auf ist keinen Fall falsch, das zu beten. But it kind of became a habit. Aber es wurde so zu einer Gewohnheit. And if I'm being really honest, the cross kind of just became a doctrine. Und um ehrlich zu sein, das Kreuz wurde mehr oder weniger einfach zu so einer Art Lehrsatz. And when I was 16, I made a decision to follow God with all of my heart. Und als ich 16 wurde, da habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich Gott von ganzem Herzen nachfolgen wollte. And yet somehow, even then, I seemed to miss the cross. Und trotzdem habe ich auch damals das Kreuz noch nicht so ganz verstanden. I was totally wrapped up in loving Jesus. Ich ging so darin auf, einfach nur Jesus zu lieben The adventure of following him. und dieses Abenteuer, ihm zu folgen. But I missed the power of the cross. Aber ich habe die Kraft des Kreuzes habe ich nicht kapiert. And it was only until a few years later I was invited to go away on a weekend. Und das dauerte ein paar Jahre. Ich wurde eingeladen zu einer Wochenendfreizeit. And I would say I had what I would call an encounter with the cross. Und an diesem Wochenende hatte ich sowas wie eine echte Begegnung mit Gott. It was as if I stood before the cross of Jesus. Und das kam mir so vor, als würde ich direkt vor dem Kreuz Jesu stehen. I took my sins and personally nailed them to the cross. Und ich nahm meine Sünden und ich habe sie persönlich ans Kreuz genagelt. And sins that, to be honest, had dogged me for years, suddenly I was free of them and knew forgiveness. Und Sünden, die sich hartnäckig in meinem Leben gehalten hatten über Jahre, waren plötzlich weg, waren gebrochen. Similarly, things in my heart that had hurt really from being a kid, they were healed. I brought those hurts to the cross and I knew healing. Und auch Ängste und Dinge, die mich belastet haben an Ängsten, what did you say? Hurts. Verletzungen. Auch die konnte ich ans Kreuz bringen und habe Heilung erlebt.
I discovered that the cross is real and it has the power to change my life. Und ich habe erlebt, dass das Kreuz real ist und dass es die Kraft hat, mein Leben zu verändern. Now, considering that, what would have been the case if Jesus had not been so determined to die? Und wenn wir das mal im Kopf behalten und uns überlegen, was wäre gewesen, wenn Jesus weniger entschlossen ans Kreuz gegangen wäre? Because it was not a given. Jesus chose to die. Denn das war nicht gesetzt. Jesus hat sich entschieden, für uns zu sterben. He was a person, he was a man. Er war ein ganz normaler Mensch. And let's face it, who would want to die a death like that? Und mal ehrlich, wer will schon freiwillig so einen Tod sterben? But he knew he had a choice. And when we look at that picture when he's in the Garden of Gethsemane, we get a glimpse of, if you like, his weakness, his humanity. Ja, und wir wissen, er hatte eine Entscheidung, er hatte die Wahl. Und wenn wir in diese Szene schauen im Garten Gethsemane, die sich da abgespielt hat, dann können wir das spüren, seine Menschlichkeit, seine Schwäche in dieser Entscheidung. He goes before God and he says, please let this cup pass from me, but not my will, but yours be done. Und wir lesen, wie er sich vor Gott beugt und sagt, Gott, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. You know, when the soldiers came into the garden to get Jesus, he could have walked right past them. Er hätte zum Beispiel, als die Soldaten in den Garten kamen, um ihn festzunehmen, einfach auch an ihnen vorbeigehen können. And when he stood before Pilate, Pilate was a politically savvy guy. Und als er vor Pilatus stand, und Pilatus, das war ein gewichtiger politischer Mensch. And he knew that Jesus was innocent. Und er wusste, dass Jesus unschuldig war. But he was afraid of the mob in front of him. Aber er hatte Angst vor der Volksmenge. This mob were crying out, crucify him. Und die Volksmenge, die schrien nämlich, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Now Jesus had directed a storm with one word and it had stopped. Nun, ihr könnt euch vorstellen, Jesus hat mit einem Wort einen Sturm zur Ruhe gebracht. He could have said one word to that crowd and silenced them. Und er hätte mit einem Wort diese Volksmenge zum Schweigen bringen But he können. didn't. He chose the cross. Aber er hat es nicht getan, denn er hat sich für das Kreuz entschieden. He was determined. He had set his face to the cross. Er war entschlossen. Er hatte sich dem Kreuz zugewandt. Why did he do it? Warum hat er das getan? Jesus really loved his Father. Jesus liebt seinen Vater wirklich. And he knew it was his Father's plan that he go to the cross. Und er wusste, es ist seines Vaters Plan, dass er ans Kreuz geht. And in the Bible, when Jesus talks about it, he always puts love and obedience like that. Und in der Bibel, wenn wir danach lesen, macht es immer diese Parallele zwischen Liebe und Gehorsam. He said to his disciples, hadn't he? If you love me, obey my commandments. Ja, wenn ihr mich lieb habt, dann haltet ihr meine Gebote. Now he loved his Father and he knew what his Father's plan was and he wanted to obey. Und er liebte seinen Vater und er wusste, welche Gedanken und Pläne sein Vater hatte, und er hat sich entschieden zu gehorchen. And he had the same heart as his Father. Und er hatte das Herz wie sein Vater. That this plan that he would die for us would bring us life. Und dass dieser Plan zu sterben am Kreuz uns Leben bringen würde. Jesus had said to his disciples, he said in Matthew 26, don't you realize I could ask my Father for thousands of angels to protect us and he would send them instantly. Und Jesus sagt da in Matthäus 26, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? There was no one forcing Jesus. Niemand hat Jesus gezwungen. And many people have tried to lay the blame for the cross. Maybe it's the Jews. Und manche haben versucht, jemanden zu beschuldigen und einen Schuldigen zu finden, vielleicht die Juden Maybe it's the Romans. oder die Römer. But actually, the blame for the cross lies only with one person. Aber wenn es einen Schuldigen gibt, dann gibt es nur einen. And that's God the Father. Und das ist Gott Vater. It was his plan. Und das war sein Plan. He turned to Jesus and he said, you will have to live among them and die a horrific death. Und Gott sagte, du lebst unter ihnen und dann wirst du sterben, einen schrecklichen Tod. In Romans 8, it said, he did not spare his own son, but gave him up for us all.
Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In Isaiah 53, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. It was God's plan. Es war Gottes Plan. I'd like us to go through the steps of Jesus, and I hope you'll humor me. Perhaps we could close our eyes. Und ich möchte mit euch durch diese Schritte gehen, die Jesus durchlebt hat. Und vielleicht könnt ihr dabei die Augen schließen. Close your eyes and imagine that you're there. Mach mal deine Augen zu und stell dir vor, du bist bei Jesus. You're standing in a crowd. Du stehst da in der Menge. All around, people are shouting, "Crucify him." Und um dich herum rufen die Leute, kreuzige ihn. You see their faces, they're twisted with hate. Und du siehst, wie ihre Gesichter verzerrt sind vor Hass. And you hear Pilate condemn Jesus to flogging and crucifixion. Und du siehst, wie Pilatus das Urteil spricht und Jesus also gegeißelt und gekreuzigt werden soll. You follow behind as the Roman soldiers take Jesus. Und dann, wenn Jesus abgeführt wird, folgst du Jesus und den Soldaten. You see him stripped of his clothes, and they tie his hands to a post above his head. Und dann siehst du, wie sie ihm die Kleider abnehmen und die Hände binden und an einen Pfahl festbinden über seinem Kopf die Hände. The soldier steps forward with a whip in his hands. Und der Soldat stellt sich hin mit seiner Peitsche in der Hand. The whip has leather straps and balls of lead at the ends. Und das sind Lederstreifen und an den Enden sind Kugeln aus Blei eingebaut. And as you watch, the heavy whip is brought down with full force again and again and again. Und während du da beobachtest und dabei stehst, knallt diese Peitsche nieder auf den Körper Jesu immer und immer wieder. They strike him across his shoulders, his back, his legs. Und er wird geschlagen auf seinen Schultern, auf seinem Rücken, an den Beinen sind die Striemen. When the beating is over, Jesus slumps to the ground. Und nach dem Auspeitschen sackt Jesus zusammen. They mock him. Und sie verspotten ihn. They spit on him. Und sie spucken ihn an. They strike him across the face. Und sie schlagen ihm ins Gesicht. You see the soldiers take branches with large thorns in them. Und du siehst, wie die Soldaten Zweige nehmen, wo große Dornen dran sind. They form a crown and place it on Jesus' head. Und sie formen daraus diese Krone und drücken sie auf den Kopf Jesu. They push the thorns deep into his scalp. Und sie drücken diese Dornen tief in seine Haut. When they're tired of mocking him, they tie a heavy wooden cross across his shoulders. Und weil sie genug haben davon, ihn zu verspotten, legen sie ihm ein großes, hölzernes Kreuz auf die Schultern. As they lead him away, you see blood pouring off of Jesus. Und wie sie ihn davon führen, siehst du, wie überall eine Blutspur sich hinterherzieht. He stumbles and Ja. falls. Er stolpert, er fällt. The soldiers, impatient, grab an onlooker, Simon of Cyrene. Und die Soldaten sind ungeduldig und sie nehmen einen der Beistehenden, den Simon von Kyrene. When they reach Golgotha, they lay the cross on the ground and push Jesus backwards onto the wood. Und sie gehen gemeinsam zu Golgatha und dort wird das Kreuz hingelegt und Jesus wird aufs Kreuz gelegt. A soldier takes a heavy iron nail and hammers it into Jesus' wrist. Und ein Soldat nimmt einen großen, schweren, eisernen Nagel und schlägt ihn durch das Handgelenk Jesu. Then he moves to the other side and does Und- the same. Und dann geht er auf die andere Seite und macht es dort noch einmal. He pushes Jesus' feet together and Und, drives the last nail through the arches of his feet. und er legt die Füße Jesu übereinander und er treibt den letzten großen Nagel durch den Mittelfuß. The soldiers lift up the cross. Jesus, the Christ, is crucified. Und die Soldaten stellen das Kreuz auf. Christus ist gekreuzigt. You can open your eyes. Ihr könnt gerne die Augen wieder aufmachen. He really suffered for us, didn't he? Er hat wirklich für uns gelitten. When we really think about it, when we really allow it before our eyes, he really suffered for us. Wenn wir das zulassen, diese Bilder auch mal zulassen, dann spüren wir, er hat wirklich gelitten für uns.
And that's what he had been determined to go through from the start. Und das war, wozu er sich von Anfang an entschlossen hatte. Because he has a passionate love for us. Denn er liebt uns leidenschaftlich. He wants to offer us healing and forgiveness. Und er möchte uns Liebe und Vergebung anbieten. He wants to give us the chance to know him, Und er möchte uns die Chance geben, ihn zu kennen. to take away everything that would prevent us from coming to him. Dass alles aus dem Weg geräumt wird, was uns daran hindern könnte, zu ihm zu kommen. So how do we respond? Also wie reagieren wir? I want to read you a fantastic verse. Ich möchte euch einen ganz tollen Bibelvers vorlesen. Hebrews 12 and verse 1. Hebräer 12, Vers 1. Okay. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus was our forerunner. Jesus war unser Vorläufer. He had considered the cost, Er hat die Kosten überschlagen and he'd considered it worthwhile und er hat entschieden, dass es wert ist, because of the joy set before him. weil er sich auf das freute, was vor ihm lag. Did you know that you're his joy? Wusstest du, dass du Jesu Freude bist? That he had determined to go through the cross because you're his joy. Und er hat sich entschlossen, ans Kreuz zu gehen, weil du seine Freude bist. So how do we respond? Also, wie antworten wir? We do the same. Wir machen es wie er. We run our race with perseverance. Wir laufen unseren Lauf mit Ausdauer. We run our race with determination. Wir laufen unseren Lauf mit Entschlossenheit. Jesus said, "Follow me, do as I do." Jesus sagte, folgt mir, tut das, was ich tue. He set the example. Er hat das Beispiel gesetzt. And he turned to his disciples and he said, "If you want to be my follower, turn from your selfish ways, take up your cross and follow me." Und er wandte sich an seine Jünger und sagte, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann wendet euch ab von euren selbstsüchtigen Wegen, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Now imagine that you walk into a restaurant Und stell dir mal vor, du gehst in ein Restaurant and it's romantic. und es ist so romantisch Soft music's playing in the background, und es spielt leise Musik candlelight on every table. und überall brennen Kerzen. And as you walk in, you see me sitting at a table for two. Und wenn du reinkommst, siehst du mich da sitzen an einem Tisch für zwei. But across from me is a man who is not my husband. Aber mir gegenüber sitzt ein Mann, der nicht mein Ehemann ist. You think this is strange? Und dann denkst du, das ist aber komisch. So you come over to me Und dann kommst du rüber an den Tisch and you say, what are you doing? und dann fragst du, was machst du denn hier? And I turn to you and I say, well, Monday night is my date night with Jens. Und dann sage ich, ja, aber Montagabend ist mein Ausgehabend mit Jens. And today is Thursday. Und heute ist Donnerstag. Would you not think that was strange? Würdest du nicht denken, dass es komisch ist? Would you not worry what kind of marriage I have? Würdest du dich nicht fragen, was für eine Ehe ich da führe? But yet God is saying the same to us. I don't want part-time Christians. Aber Gott sagt das Gleiche zu uns, von wegen, ich möchte keine Teilzeitchristen. In the same way you don't get a part-time marriage. Und in der gleichen Weise kriegst du auch keine Teilzeit-Ehe. He says, follow me with all of your heart. Er sagt, folgt mir und zwar mit deinem ganzen Herzen. God doesn't want Sunday Christians. Gott möchte keine Sonntagschristen. You have your date day with God on Sunday. Du hast heute deinen Ausgehtag mit Gott And the rest of the week you forget him. und die restliche Woche spielt er keine Rolle. He wants true followers. Er möchte wahre Nachfolger. And let's be honest. Und lass uns ehrlich sein damit. How boring is it to be a Sunday Christian? Wie langweilig ist es eigentlich, nur Sonntagschrist zu sein? There's no fulfillment in that. Da ist doch keine Erfüllung drin. Who wants a bit of religion? Wer will nur ein Stück Religion? Give me Jesus. Gib mir Jesus. He says, follow me. He's looking for followers. Er sagt, folgt mir nach. Er sucht Nachfolger.
You know, when he says, take up your cross, Also wenn er sagt, nimm dein Kreuz auf dich. someone said to me, what does that really mean? Also mal ehrlich, was bedeutet das? I wonder whether we would be prepared to lose our reputations for Jesus. Ich frage mich zum Beispiel, ob wir bereit wären, unseren Ruf zu verlieren für Jesus. Or our close friends, Also ich habe zum Beispiel gute Freunde or family members that suddenly think you're a bit crazy. und gehören zur Verwandtschaft und die denken, hey, du bist ein bisschen verrückt. Would we be prepared to lose our jobs? Ja, oder würden wir unseren Beruf aufs Spiel setzen für Jesus Or our lives? oder unser Leben? God says, follow me with all of your heart. Jesus sagt, folg mir mit deinem ganzen Herzen. Lay your selfish ways aside. Verlass deine selbstsüchtigen Wege. Take up your cross and follow me. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. He wants all of us. Er möchte unser Ganzes. And maybe that's a hard thing. Und das mag doch schwierig sein. And maybe when we look in our hearts, if we're being really honest, we can't really say that that's where we are. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, können wir vielleicht nicht immer so sagen, dass das der Zustand ist, in dem wir uns befinden. Jesus had been determined to pay whatever cost in order to follow and obey his Father. Jesus war entschlossen, alles zu geben und jeden Preis zu zahlen, der nötig ist, um den Willen seines Vaters zu erfüllen. And if we look in our hearts, I wonder whether we can say the same thing. Und wenn wir in unser Herz schauen, frage ich mich, ob wir bereit sind, das Gleiche zu sagen. But what I love is that God doesn't leave us in the state that we're in. Aber das Schöne, was ich an Gott finde, ist, dass er uns nicht in dem Zustand belässt, in dem wir sind. And one of the Bible verses that just gives me hope. Und einer der Bibelverse, der mir richtig Hoffnung gibt, It's Ezekiel 36 and verse steht in 26. Hesekiel 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. When we allow him, God can take out our hearts of stone. Wenn wir es ihm erlauben, dann nimmt Gott das Herz aus Stein aus uns heraus And he'll give us a heart of flesh. und er gibt uns ein fleischernes Herz zurück. When we hear about these disciples, people of Jesus who are suffering for him just now, Und wenn wir hier über diese Jünger Jesu, diese Menschen gerade heute gehört haben, die da leiden für Jesus, people who are dying for Jesus, Menschen, die für Jesus sterben, God prepared their hearts, Gott hat ihre Herzen vorbereitet and God can prepare our hearts. und Gott kann unsere Herzen ebenso vorbereiten. There's a song that my kids and I sometimes sing. Und mit meinen Kindern singe ich ab und zu ein Lied. The words are on here. I'm sorry, there wasn't a proper German Und translation. da ist der Text und es ist leider nicht das beste Deutsch, aber wirst du das jetzt singen? It's give me one pure and holy passion. Gib mir eine reine und heilige Leidenschaft. Give me one magnificent obsession. Gib mir ein unwiderstehliches Verlangen. Give me one glorious ambition for my life. Gib mir einen himmlischen Ehrgeiz für mein Leben, To know and follow hard after you. dich zu kennen und dir ganz zu folgen. Can you hear the heart behind that? Könnt ihr spüren, welches Herz dahinter steht? Give me a heart like that. Herr, gib mir ein Herz wie dieses. Let's stand and pray. Lass uns aufstehen und beten. Maybe you could just close your eyes and talk to the Lord in your own voice, in your own words. Du kannst gerne einfach auch die Augen schließen und mit deinen eigenen Worten mit dem Herrn reden. And look at your heart. Und schau einfach auch auf dein Herz. Do you have a heart that's willing to follow him no matter the cost? Hast du ein Herz, das Jesus nachfolgen möchte, egal was es kostet? Are you willing to follow him? Bist du bereit, ihm zu folgen? Are you willing to surrender like Jesus did in the garden? Bist du bereit, alles an Jesus zu übergeben und ihn Gott sein zu lassen in deinem Leben? Ask him now to give you a heart of flesh. Bitte ihn jetzt, dir ein fleischendes Herz zu geben. Lord, I pray that you would change us. Herr, ich bete, dass du uns veränderst, I pray you would give us hearts that are tender and soft toward you. dass du uns Herzen gibst, die weich und empfänglich sind für dich. And I pray that you would put in us a solid determination to follow you no matter the cost. Und dass du
in uns hineinlegst, so eine feste Entschlossenheit, dir nachzufolgen, egal was es kostet. Lord, I pray you would do this for your glory and for your honor. Und Herr, ich bete, dass wir das zu deiner Ehre und deiner Herrlichkeit tun. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.